Eigentlich wollte ich euch ein ganz anderes Video aufnehmen an diesem Freitagabend. Mache ich sicherlich auch noch im Laufe des Wochenendes, aber dann kam eine Nachricht, über die müssen wir dringend hier mal sprechen. Siri kommt später, beziehungsweise die neue Funktion, die bessere, die persönlichere Variante des Sprachassistenten soll später kommen. Hat Apple jetzt offiziell bestätigt und das Timing am Freitagabend ist natürlich kein Zufall, denn schlechte Nachrichten werden für gewöhnlich gerne am Freitag bekannt gegeben. Das hat in der Wirtschaft so ein bisschen damit zu tun, dass die Börsen dann geschlossen sind und dass sich das dann nicht so auf den Aktienkurs auswirkt. Nun kann man sagen, das kann sich ja auch nächste Woche noch auf den Aktienkurs auswirken, stimmt auch. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob die Sprachassistenz jetzt wirklich ein Grund ist, dass jetzt Investoren sagen, wir vertrauen nicht mehr in Apple. Allerdings für uns Nutzer ist das schon eine ziemlich bedauerliche Sache. Wir haben die Gerüchte ja schon eine ganze Weile gehört, dass es da augenscheinlich Probleme gibt bei Apple. Und jetzt hören wir, dass erst im Laufe des nächsten Jahres diese persönlichere Sprachassistenz, ich sage bewusst nicht das Triggerwort, damit bei euch nicht ständig das dann angeht, kommt. Und dann ist die Frage, was heißt denn nächstes Jahr? Ist das nächstes Jahr 26 früh oder ist es zu einem späteren Zeitpunkt? Also die Wetten gehen ja so in die Richtung, dass es vielleicht iOS 19.4 werden könnte. Wir werden ja dieses Jahr 2025 iOS 19 im Juni auf der Weltentwicklerkonferenz sehr wahrscheinlich vorgestellt bekommen. Und im September erscheint dann die Punkt 0 Version. Dann könnte im Frühjahr nächsten Jahres dann ja mit 19.4 diese neue Funktion rauskommen. Es gibt aber auch schon Stimmen, wo gesagt wird, wer weiß, vielleicht denkt Apple in Produktjahren. Also vielleicht geht es ja sogar in Richtung iOS 20, was wir ja auch schon Gerüchte halber gehört haben. Das wäre natürlich ganz fatal. Denken wir mal optimistisch, wobei Optimismus mit Blick darauf, dass wir diese Funktion, die ja letztes Jahr schon angekündigt wurde, erst 2026 bekommen, da ist das mit dem Optimismus ja schon etwas schwierig. Nun also diese offizielle Stellungnahme von einer Apple-Sprecherin gegenüber Daring Fireball, dem Blog von John Gruber. Und warum hat man John Gruber als einzigen und exklusiven ausgewählt für dieses Statement? Nun, weil er halt auch eine sehr positive Sichtweise da hat, dieser ganzen Dinge. Er sagt, Gründlichkeit vor Eile. Man möchte ihm zurufen, ja, aber ein bisschen beeilen könnte Apple sicher auch. Wir haben jetzt schon gesehen, dass Amazon mit seiner Sprachassistenz auch nach zahlreichen Problemen es aber jetzt hinbekommen hat, diesen Dienst, ich sage den Namen auch nicht, Axel Plus, herauszubringen bzw. anzukündigen, dass er jetzt konkret kommt. Und das dürfte ja nun deutlich früher kommen, als wir das bei Apple sehen. Nun wollen wir nicht ganz schwarz sehen, so ein bisschen ist ja die Sprachassistenz schon besser geworden jetzt in diesem iOS 18 Zyklus, vor allem in iOS 18.4 werden wir auch noch weitere Updates sehen. Da ist zum einen die Bedienung, die doch etwas mehr im Gespräch stattfindet. Wir haben neue Funktionen wie Type to Siri, was sehr praktisch ist, dass man dann eben mit der Tastatur eingeben kann und muss nicht alles per Sprache machen. Und wir haben ja auch die Integration mit ChatGPT, die den Horizont dieser Sprachassistenz ja schon beträchtlich erweitert. Aber es ist natürlich nur die Oberfläche. Die persönlichere Variante sollte ja viel, viel mehr können. Die sollte mehr Bewusstsein für persönlichen Kontext des Nutzers entwickeln. Dass also Dinge eingeordnet werden können, ohne dass man alles mal von Adam und Eva erklären muss. Es soll die Möglichkeit geben, Aktionen innerhalb und zwischen Apps auszuführen. Also auch da ein Merkmal, was ja für eine gewisse, Intelligenz steht. Aber die Entwicklung dauert länger als ursprünglich gedacht. Persönlicher Kontext. Was heißt das denn genau? Das soll zum Beispiel heißen, dass die Sprachassistenz auch in Notizen, in Texten oder E-Mails suchen kann, die auf dem Gerät hinterlegt sind. Also, wenn man eine Podcast-Empfehlung bekommen hat, meinetwegen, man kennt den Apfelfunk noch nicht und jemand aus dem Freundeskreis hat einem irgendwann mal geschrieben, diesen Podcast solltest du dir anhören. Dann kann man einfach sagen, spiele diesen Podcast ab, den mir XY empfohlen hat. Apple hatte ja auch das Beispiel auf der Keynote, beziehungsweise in dem Event-Video, dass man nachfragen kann von einer verwandten Person, wann da der Flug ankommt. Und das setzt natürlich auch voraus, dass der Kontext hergestellt wird.
dass man irgendwann mal in iMessage die Flugnummer zugeschickt bekommen hat und das kann dann gefunden werden und dann wird der Echtzeitstatus geprüft. Also ein ganz großes Stück mehr in Richtung dessen, was wir uns ja eigentlich von Anbeginn unter Sprachassistenz vorgestellt haben. Und Apple hat versprochen, der Datenschutz bleibt trotz erweitertem Zugriff gewahrt. Weiterer Punkt ist die sogenannte On-Screen Awareness. Das heißt, dass die Sprachassistenz Bildschirminhalte verstehen und darauf reagieren kann. Ist momentan nicht der Fall. Also ich rufe eine Website auf und sage, da unten kannst du mal bitte nachgucken, wo die Adresse auf der Karte ist. Oder kannst du diese Telefonnummer, die gerade angezeigt wird, zum Adressbuch hinzufügen. Auch sehr nützlich. Bei den appübergreifenden Funktionen geht es um die nahtlose Ausführung von Befehlen in und zwischen verschiedenen Apps. Also, dass man eine E-Mail dann, die man bekommen hat oder die man entworfen hat, dann weiter schickt und dass man das einfach sagt. Oder dass man eben in der Fotos-App ein Foto verbessert und gleichzeitig dann eben in die Notizen-App weiterschickt. Ja, all das werden wir jetzt womöglich dann erst in iOS 19 und macOS 16 sehen. Es ist schon bitter. Es ist wirklich schon bitter. Ihr seht mich auch ein bisschen an diesem Freitagabend enttäuscht darüber, dass das Apple da jetzt dann nicht doch den Knoten durchbrochen hat und das dann hinbekommen hat. Es gibt allerdings auch viele Herausforderungen in der Umsetzung dieses Ganzen. Es geht ja eben darum, persönliche Daten aus verschiedenen Apps korrekt zu interpretieren und eben nicht in eine Halluzination zu verfallen, was ja das große Problem der Large Language Models ist, wenn sie sich nicht behelfen können. Dann fangen sie an zu halluzinieren. Wir wissen nicht, wie gut, wie weit Apples eigene Sprachmodelle bereits gediehen sind. Wir sehen ja, dass sich selbst die Großen wie OpenAI oder Google ja schwer tun damit, diese Halluziniererei rauszukriegen. Sie haben mit ihren Reasoning-Modellen und mit immer neuen Modellen, wir haben jetzt ja schon GPT 4.5 bei OpenAI, Claude ist jetzt bei 3.7, glaube ich, gelandet. Also die werden immer besser, aber trotzdem ist es ein langer Weg und Apple ist ja noch ganz am Anfang bei seiner eigenen Entwicklung. Auch diese App-Intents, der Zugriff und das Verständnis persönlicher Informationen ist natürlich eine Herausforderung und die höchsten Anforderungen haben wir aber tatsächlich bei der Zuverlässigkeit, weil man nehme mal an, dieses Beispiel mit den Flugzeiten, da wird Quatsch angezeigt. Das kann natürlich sehr problematisch sein und Nutzer auch in die Irre führen. Dann steht man 3 Stunden zu früh am Flughafen oder man kommt 6 Stunden zu spät an. Ich weiß deshalb gar nicht, ob Apple überhaupt verlässliche, belastbare Zeitpläne machen kann, weil diese LLM-Technologie, die macht das Ganze ja schwer vorhersehbar. Solche Produktverschiebungen bei Apple sind ja eigentlich ungewöhnlich. Das haben wir nicht allzu oft. Wenn man mal zurückdenkt, John Gruber nannte da das weiße iPhone 4, das mit 10 Monaten Verspätung rauskam und die AirPods mit 2 Monaten Verspätung. Es gab ja auch mal eine Abkündigung von der AirPower, der Ladematte. Und dazu gesellt sich jetzt diese Sprachassistenz, die ja das Headliner-Feature sein sollte, dieser neuen Apple Intelligence. Ich meine, die meisten haben nicht darauf gewartet, auf die Writing-Tools, auf Image Playground. Vielleicht noch am ehesten auf die System-KI-Funktion mit den Prioritäten, aber eben vor allem auf die Sprachassistenz, weil Apple da so weit hinterher ist mittlerweile. Es stärkt die These, dass die Apple Intelligence möglicherweise 1 Jahr zu früh angekündigt wurde, dass Apple sich da übernommen hat. Da gab es ja einige Warnzeichen, auch jetzt, dass das Ausrollen erst mit 18.1 begann, dass das alles sehr langsam ging, dass wir jetzt bei 18.4 erst diesen Sprung auf andere Sprachen haben. All das zeigt ja, dass man sehr kurzfristig und auf Sicht agiert hat. Das ist zumindest der aktuelle Stand der Dinge, was die Apple Intelligence angeht, was die Sprachassistenz angeht. Schreibt doch mal drunter, wie ihr das Ganze seht. Seid ihr auch enttäuscht? Oder sagt ihr, ach, ist mir eigentlich egal. Erstens gibt es andere Sprachassistenten. Man kann ja auch ChatGPT mit dem Advanced Voice Mode auf seinem iPhone ausführen. Oder ihr sagt, vielleicht möchte das überhaupt gar nicht. Ist mir vollkommen egal. Dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Und wünsche euch einstweilen ein schönes Wochenende. Gebt gerne ein Like, wenn euch das Video gefällt. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht längst getan habt. Und wir sehen uns gerne wieder. Ich hoffe es zumindest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.